Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch mal die Neuerung vorstellen, welche mit dem Update 0.7.6 zu Hypixel Skyblock hinzugefügt wurden. Die wohl größten Neuerungen sind die neuen Pets, denn insgesamt wurden ins Spiel 26 weitere Pets hinzugefügt, sodass nun insgesamt 28 kleine oder große Begleiter im Spiel gibt. Neben dem kosmetischen Aspekt bieten euch die Pets auch mehr oder weniger nützliche Stats, die euch helfen bei euren Abenteuern in Hypixel Skyblock. 12 der neuen Pets könnt ihr euch craften, wenn ihr die jeweilige Collection weit genug habt. Andere Pets könnt ihr beispielsweise bekommen, wenn ihr Mobs oder Bosse tötet, wie das Enderman Pet oder das Phoenix Pet. Und manche Pets gibt es auch in der Dark Auction, wie die Schildkröte. Und andere müssen wiederum bei Händlern gekauft werden, wie beispielsweise die Biene, welche ihr gegenüber der Bar kaufen könnt. Oder auch im Hypixel Zoo, welcher jeden Sommer dort ist, wo ihr auch euren Kuchen abholen könnt, wenn ein neues Jahr in Hypixel Skyblock startet. Im Zoo gibt es dann immer mal wieder verschiedene Pets, wobei ich denke, dass dann dort halt Giraffen, Tiger oder Löwen geben wird. Aber die Pets, die es dort gibt, wechseln immer wieder durch, sodass ihr euch keine Sorgen machen müsst, dass ihr mal eins verpasst. Für die 26 neuen Pets gibt es insgesamt 5 Raritäten und je nachdem welche Rarität euer Pet ist, desto bessere Stats und so mehr Bonus-Stats bietet das Pet euch. Wenn ihr eure Pets selber craftet, bekommt ihr entweder ein Uncommon, Common oder Rare Pet, wenn ihr ein Enchanted Egg verwendet, und wenn ihr ein Super Enchanted Egg verwendet, habt ihr die Chance auf ein episches oder ein legendäres Pet. Wobei die Chance, ein episches Pet zu bekommen, höher ist als die auf ein legendäres. Daher macht am besten nicht den gleichen Fehler wie ich und craftet euch das erstbeste Pet, was ihr euch craften könnt und levelt es dann hoch, sondern versucht am besten ein legendäres oder ein episches Pet zu bekommen, um dieses dann hoch zu leveln, um mehr Stats zu bekommen. Da man nun recht viele Eier braucht für die ganzen Pets, die man sich craften kann, würde ich euch empfehlen, dass ihr einfach eure Magma Farm nutzt, falls ihr sie noch habt, mit den Kakteen, um dort Chicken Minions zu platzieren, welche mit einem enchanteten Egg ausgestattet sind, sodass die Chickens, die gespawnt werden, sofort ein Ei legen und die Chickens dann einfach durch die Kakteen getötet werden, sodass der Minion nur damit beschäftigt ist, weitere Chickens zu spawnen, die Eier legen. Und wenn ihr noch enchantete Eier von vor dem Update habt, könnte es sein, dass ihr diese nicht richtig stacken könnt, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr sie entweder droppt und sie dann wieder aufhebt und versucht sie dann zu stacken. Und wenn das auch nicht geht, packt die enchanteten Eier einfach in ein Chicken Minion und nehmt sie wieder raus, dann sollten sie auf jeden Fall stackable sein. Neben den ganzen neuen Content durch die Pets gab es auch recht viele Bugfixes und Quality of Life Changes. Die wichtigsten davon sind wohl, dass man nun auch Geld über das Handelsfenster traden kann, denn es ist nun möglich, bis zu 50 Millionen pro Tag in Handelsfenster mit anderen Spielern zu tauschen, sodass wohl nun weniger Leute gescampt werden sollten. Leider wurde dafür aber auch das Trading-Fenster etwas kleiner gemacht, sodass ihr nun öfter hin und her traden müsst oder ihr benutzt beim Traden einfach Rucksäcke. Ein weiteres tolles Feature ist das Quick-Craft-Menü, welches nun hinzugefügt wurde, denn damit könnt ihr nun beispielsweise enchantete Items sofort mit einem Klick craften, wenn ihr die nötigen Items im Inventar habt. Das ist zum Beispiel sehr nützlich, wenn ihr euch ganz viele Hot Potato Books craften wollt und alle Kartoffeln vom Händler kaufen wollt. Nun wurde auch endlich der Bug gefixt mit dem Super Compactor, dass dieser nicht richtig bei Cactus Minions und Schneeminions funktioniert hat, aber dieses funktioniert nun so, dass der Schneeminion eigentlich besser sein sollte als der Clay Minion, wenn es darum geht, Coins damit zu machen. Ansonsten gab es noch viele kleinere weitere Änderungen oder Quality of Life Changes, wie beispielsweise, dass man seine Rucksäcke nicht mehr bei Händlern verkaufen kann, oder dass die Preise von Melonen und Kürbisse so angepasst wurden, dass sie gleich viel wert sind, oder dass ihr auch einen Fly Sweater für 500.000 Coins beim Händler verkaufen könnt. Aber die ganzen kleinen Sachen könnt ihr euch auch selber durchlesen. Dafür habe ich euch mal den Link zu den Patch Notes in der Videobeschreibung verlinkt. Neben dem Pet Content, den Quality of Life Changes und den Bug Fixes gab es in den Patch Notes auch noch einen kleinen Abschnitt zu den Dungeons, denn dort wurden schon einige Infos zu den Dungeons geleakt. Die interessantesten dabei für mich waren wohl, dass die Dungeons, wenn sie rauskommen, random generierte Umgebungen sein sollen, aber umso öfter man die Dungeons macht, desto leichter erkennt man dann die Wege, sodass es doch eine stetige Lernkurve bei den Dungeons geben soll. Zudem konnte man in diesen Patch Notes schon lesen, dass es auch einen neuen Skill, den Dungeoneering Skill, geben soll. Was genau dieser bewirkt, wurde aber noch nicht bekannt gegeben. Und es soll auch neben neuen Waffen und Items, was man sich ja eigentlich schon denken konnte, auch neue Reforges und Enchantments geben, welche dann wahrscheinlich mit dem Dungeoneering Skill zusammenhängen. Ein genauer Termin für das Dungeon Release wurde jetzt leider noch nicht bekannt gegeben, aber es wird davon ausgegangen, dass man Ende März, Anfang April damit fertig ist und dann das Dungeon Update veröffentlichen kann. Aber bis dahin könnt ihr jetzt erstmal eure Pets grinden und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Pets ihr bereits habt. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.